Hallo ihr lieben Nähfreunde! Heute geht es wieder um eine Überraschungsbox. Also folgendes. Ich habe das Intro für diese Überraschungsbox vor einem Dreivierteljahr gedreht, denn ich habe so lange mit dieser Box gekämpft. Was ihr jetzt also gleich sehen werdet, ist schon sehr, sehr alt. Aber ganz ehrlich, ich gebe jetzt auf. Ich möchte mal weitermachen mit meinem Leben und nicht mehr in dieser überdimensionierten Box festhängen. Ich zeige euch mal, welche Box ich getestet habe, aber Achtung, diese Aufnahmen sind jetzt alt. Ihr Lieben, was soll ich sagen? Größenwahn ist anscheinend mein neuer Name. Ich habe leider das 4 Kilo Reste-Paket von stoffe.de bestellt. Das kommt 24,99 € und ist damit ein absoluter Schnapper. Nur leider ist es extrem viel. Und deswegen habe ich entschieden, euch nicht jeden Stoff einzeln zu zeigen, sondern ich werde euch jetzt ein paar ausgewählte Stoffe zeigen und ein bisschen sortieren und euch mal einen Überblick geben, wie viel von welcher Sorte ungefähr in diesem 4 Kilo Paket drin ist. Ich zeige euch mal die Stoffe. Der Karton ist wirklich randvoll gefüllt mit verschiedensten Stoffen, verschieden dick und dünn. Und deswegen werden wir die jetzt auch auf verschiedenen Stapel einmal sortieren. Als erstes haben wir hier diesen grünen Niki-Stoff. Zu dem habe ich tatsächlich überhaupt keine Idee und auch keinen Bezug. Dann haben wir hier etwas dünnere Webware kariert. Dann Canvas-Stoff, der macht sich, glaube ich, ganz gut als Kissenhülle. Dann diesen blauen, eher dickeren Webware-Stoff. Den haben wir auch nochmal mit einem fast identischen Muster drin. Das ist auch ein bisschen größeres Stück. Dann kommen wir direkt mal zu French Terry. Erst habe ich mich gefreut, aber dann sieht man direkt, das ist ein super kurzes Stück, also wirklich nur ganz schmal. Und dann wurde der anscheinend irgendwie beschriftet. Also wir haben hier so eine rote Beschriftung. Die ist tatsächlich beim Waschen nicht so richtig rausgegangen. Da war ich wirklich traurig. Dann haben wir noch einen weihnachtlichen French Terry Stoff. Das ist ein Rest von einem Glitzer-Püppi-Stoff. Erstmal ganz cool. Dann haben wir noch dünne Webware in rosa. In diesen bestickten Musselinstoff habe ich mich sofort verliebt. Leider ist er auch recht kurz, aber der ist richtig bestickt. Das sah toll aus. Dann haben wir hier noch weitere Webware-Stoffe, alle eher dünn und Unifarben, was ich an sich erstmal gut finde, denn die kann man irgendwie gut kombinieren. Manche Stoffe sind dabei aber so dick, dass ich dafür erstmal noch gar keine richtige Idee habe. Das ist zum Beispiel ein sehr seidiger Stoff. Und hier haben wir endlich mal Jersey, dunkelblau einfarbig und ein großes Stück. Dann haben wir wieder bunte Webware und roten Musselinstoff. Den finde ich erstmal ganz gut, auch wenn der etwas schmutzig war. Pinken Glitzerstoff und nochmal eher dickeren Stoff. Der Glitzerstoff war irgendwie die Hölle für mich, denn alles hat tatsächlich geglitzert. Man sieht es hier an den Stoffen ein bisschen, das ist nochmal Jersey in schwarz. Alle glitzern jetzt wegen diesem pinken Glitzerstoff. Dabei muss ich sagen, für Farbliebhaber ist hier wirklich einiges dabei. Also hier sind wirklich die wildesten Muster dabei, die ich mir gar nicht vorstellen kann. Hier haben wir mal einen weihnachtlichen Stoff. Kinderstoff, alles Webware. Sehr dünner pinker Stoff. Und in den schlage ich jetzt mal dieses Glitzerteil rein, denn dieser Glitzertüll hat hier wirklich alles beglitzert. Ganz am Anfang hatten wir diesen Stoff schon mal in Blau. Das ist nochmal French Terry, aber auch wieder super kurz. Und Musselin, auch nochmal ein größeres Stück. Das ist Jersey, gestreift und eine gute Größe, wie ich finde. Das würde ich jetzt als Faschingsstoff verbuchen, denn aus diesem Glitzerstoff fällt mir wirklich nichts ein. Dann haben wir nochmal einen grünen Stoff. Ein schöner Canvas, wie ich finde. Karierten Canvas. Also ihr seht, Canvas haben wir hier wirklich genug drin. Wunderschön Zitronen-Canvas. Weißer Vlies, perfekt für Babydecken oder Kissen. Dann haben wir hier noch so einen schwarzen Jersey mit Muster. Und mein absolutes Highlight ist dieser lizenzierte Patterson & Findus Jersey. Den finde ich wirklich schön. Der ist von Stoff und Liebe, also auch ein Lizenzprodukt, aber auch sehr, sehr kurz. Das heißt, hier muss man wirklich kombinieren und eine gute Kombi finden. Für ein T-Shirt ist es schon zu kurz. Dann haben wir hier noch ganz flauschige Stoffe dabei gehabt, aber auch nicht so richtig viel. Und einmal Softshell. Kunstleder, das war wirklich ein Drama.
Das fand ich richtig schlecht. Das habe ich nicht mitgefilmt, aber daraus habe ich einen Piratenhut für Halloween genäht. Und der ist einfach beim Nähen schon quasi zerbröckelt. Also dieses Kunstleder war wirklich schlecht. Das war eigentlich beim Nähen schon hinüber. Also für einmal tragen hat es noch gereicht und das hatte einen Vintage-Look, aber das würde ich auf gar keinen Fall kaufen. Zu diesem kobaltblauen Filz fällt mir leider auch noch nicht so richtig was ein. Die Stoffe sind ja schon mal richtig gut. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich da draus gezaubert habe. Natürlich wieder mit ganz vielen Gratis-Schnittmustern. Viel Spaß! Alle erwähnten Schnittmuster und Nähideen sind diesmal aus dem Knopf- und Nadelrepertoire, also wühlt euch gern durch meine Videos. Ich verlinke euch alle Schnittmuster und alle Videos und Nähideen unten in der Videobeschreibung. Zuerst habe ich den Musselinstoff geschnappt, denn ich konnte Partnerhosen für 2 Brüder nähen. Da habe ich einmal orange genommen und einmal rot genommen und habe hier ein bisschen Bündchenstoff ergänzt. Diesen orangenen Bündchenstoff habe ich ja tatsächlich auch in dem Karton gefunden, also der war auch von stoffe.de, und habe daraus dann einmal die große süße Pumpi und einmal die kleine süße Pumpi genäht für 2 Brüder, und es sollte so ein bisschen ein Partnerlook werden, deswegen fand ich es schön, dass ich das Orange von dem Musselin auch nochmal bei dem Bündchen für die rote Hose aufgreifen konnte. Diese beiden Schnittmuster haben Kellerfalten und sind wirklich die bequemsten Pumphosen überhaupt. Diese beiden Stoffe haben nach einer Kombination gerufen. Ich habe sofort beim Auspacken eigentlich schon gesehen, die beiden gehören irgendwie zusammen, und da ergibt sich doch direkt, ich habe doch dieses Jahr ein Gratis-Schnittmuster für euch designt, nämlich die einfache Tasche, und damit habe ich dann diese 2 Stoffe kombiniert. Schaut mal, wie schön die harmonieren. Hier habe ich nur ein bisschen Vlies hinzugefügt, um die Träger ein bisschen dicker zu machen und ein bisschen bequemer. Und schaut mal, wie toll die Kombination geworden ist. Wer hätte gedacht, dass 2 Stoffe, die einfach in solchen Riesenpaketen sind, auch so schön miteinander aussehen können. Dieses Freebie habe ich euch unten in der Videobeschreibung hinterlegt. Also wenn ihr euch für das Schnittmuster interessiert, dann ladet euch das ganz schnell gratis runter. Überraschung! Das Shirtkleid, mein eigenes Schnittmuster, hat ein Add-on bekommen. Das bekommt ihr ab jetzt bei mir auf der Homepage. Und hier habe ich diesen gestreiften Jersey-Stoff verarbeitet. Wir haben hier nämlich Flügelärmel. Die habe ich aus diesem Jersey genäht und vorne diesen niedlichen Schleifenbund. Auch der ist aus diesem Jersey hergestellt. Und ich finde die Kombination hier richtig toll. Könnt ihr euch an den Streifenstoff erinnern? Dieses Add-on beinhaltet Flügelärmel, Dreiviertelärmel, diesen süßen Schleifenbund und eben diese Überlänge, damit es so lang ist wie ein Prinzessinnenkleid. Für das Schnittmuster das Shirtkleid. Aus diesem Zitronen-Canvas habe ich doch tatsächlich einen wunderschönen Flaschenbeutel hergestellt. Dazu gibt es ein Video mit einer Gratis-Anleitung für Mitbringsel. Das verlinke ich euch oben rechts. Schaut mal, wie schön dieser Flaschenbeutel geworden ist, und dieser Zitronen-Canvas hat mir gleich super gut gefallen. Der war sofort ein Favorit aus der Kiste. Vielleicht kennt ihr ja doch mal diesen rosa Webware-Stoff. Vielleicht kommt er euch auch bekannt vor. Eins meiner erfolgreichsten und bekanntesten Videos ist das, in dem ich mich selbst abmesse und zeige, wie man mit den eigenen Maßen ganz einfach ein eigenes Schnittmuster für einen Rock designen kann. Und um euch das zu zeigen, habe ich diese rosa Webware mit dem Blümchen benutzt, und die stammt aus dem Karton. Natürlich ist das jetzt nur ein Kinderrock geworden, denn in diesem Karton gab es nicht einen Webware-Stoff, der groß oder lang genug gewesen wäre, um einen Erwachsenenrock zu nähen. Das zeigt natürlich auch schon wieder vieles über die Box. Wir haben hier wirklich kurze Reste, die eigentlich eher für Kindermode oder eben Kissenhüllen und Co., also Accessoires, gedacht sind. Der Rock mit dem doppelten Saum ist dabei auf jeden Fall ein Highlight. Dazu habe ich euch ja auch noch den Paperback-Bund gezeigt. Das habe ich euch an dieser grünen, seidigen Webware gezeigt, die ich auch in der Kiste gefunden habe. Dieses Video fühlt sich an wie ein Jahresrückblick. Dieser Mini-Waffel-Piqué kommt auch aus der Kiste, und aus dem habe ich doch tatsächlich auch etwas genäht. Und zwar hat der hergehalten, um euch im Teddy-Video zu zeigen, wie ich einen Teddy nähe. Genau in den Teddy-Farben. Dieser Stoff passte da perfekt. Ich liebe übrigens Waffel-Piqué, und dieser Mini-Waffel-Piqué ist nochmal richtig schön.
Der hat sich super nähen lassen und ich habe hier mein Schnittmuster Teddybjörn genäht. Dem habe ich dann auch noch ein Gurtband verpasst und damit konnte man den dann auch zum Beispiel an einem Kinderwagen gut aufhängen. Das ist aber noch nicht alles. Wenn ich einmal ein Teddykissen nähe, dann dachte ich mir, jetzt kann ich mir diese Kiste ja mal so richtig vornehmen und habe einmal diesen braunen Teddystoff genommen und den auch in einen großen Teddybjörn verwandelt, den beigen Teddystoff, den Waffelpiqué und auch dieses Kunstleder, das sich leider nach dem Waschen auflöst. Die Webware mit Tiermustern konnte ich in einen Teddybjörn verwandeln. Mit Label sieht das dann auch nochmal richtig schick aus. Und zusätzlich habe ich mir auch noch diesen bestickten Musselinstoff vorgenommen und auch daraus einen kleinen Teddybjörn genäht und verschenkt. Auch dieser Stoff war für mich ein absolutes Highlight und den werde ich definitiv nachbestellen und da draus nochmal so eine große süße Pumpi nähen, denn bestickt finde ich Musselin einfach zauberhaft. Und die letzten 2 Stoffe, die ich in diesem Jahr aus dieser Box vernäht habe, waren ein Weihnachtsprojekt. Das findet ihr auch oben rechts verlinkt. In dem Video zeige ich euch, wie ich einen richtig schönen Topfuntersetzer nähe. Da haben wir einmal diese weihnachtliche Webware und diesen mintgrünen Canvas kombiniert mit Thermolam. Und daraus wird dann am Ende ein Topfuntersetzer, der wirklich super einfach zu nähen ist. Wenn ihr jetzt hier das erste Mal Quilten ausprobieren wollt, dann ist das perfekte Projekt dafür. Schaut mal, wie schön der geworden ist und wie schön der von vorne und hinten aussieht. Ihr Lieben, die Box von stoffe.de war für mich einfach viel zu groß. Also von der 5 Kilo Box rate ich euch auf jeden Fall ab. Nehmt eine kleine, zum Beispiel die 1 Kilo Box, wenn ihr die ausprobieren wollt. 5 Kilo sind einfach zu viel. Über den Preis kann ich dabei eigentlich nicht viel sagen, denn der war ja recht niedrig. Aber in der Box sind wirklich absolute Reste. Das sind keine Reste, die noch 1 Meter lang sind oder 0,7. Ich habe nachgemessen. Die meisten Reste haben wirklich nur 50 cm Breite. Und das ist eigentlich nichts. Also wer für kleine Kinder näht, okay, der wird hier vielleicht fündig, obwohl auch wirklich super viel Webware drin war. Und wer braucht bitte diese kurzen Reste von Teddystoff oder zum Beispiel von Softshell? Natürlich nur, wenn ihr Kombinationsstoffe schon da habt. Das heißt, wer sowieso schon 4 Stoffe da hat, für den wäre die Box eine gute Ergänzung. Aber wie viele Stoffe möchte man besitzen? Meine persönliche Meinung dazu ist, ich würde die Box nicht nochmal kaufen. Die Reststücke waren mir wirklich viel zu kurz. Ich habe ja schon viele andere Boxen getestet und die waren eigentlich alle besser. Deswegen kann ich euch diesmal zu diesem Kauf leider nicht unbedingt raten. Wie gesagt, wenn es zu euch passt und eurem Stoffschrank, dann kauft es gerne. Es ist günstig. Aber ich persönlich möchte diese Box nicht nochmal vernähen müssen. Ich schließe damit jetzt endlich diese stoffe.de Überraschungsbox für mich ab, kann mit meinem Leben weitermachen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich eine kleinere Überraschungsbox teste. Macht's gut!